Die Corona-Krise hat die Volkswirtschaften der EU schwer getroffen. Sie stellt auch den Zusammenhalt in Europa auf eine harte Probe. Einigkeit besteht darüber, dass Hilfe nötig ist. Doch gehen die Ansichten, wie die Maßnahmen finanziert und umgesetzt werden sollen, auseinander. Über diese Fragen diskutierten Dr. Franziska Brandner und Prof. Dr. Friedrich Heinemann bei der zweiten Ausgabe des Digitalformats ZEW Live am ZEW Mannheim. Für die kurze Frist sind wir jetzt ganz gut aufgestellt, denn die Hilfspakete rollen an. Es gab jetzt die ersten Weichenstellungen im Hinblick von so einem Recovery Fund, der jetzt auch die Erholung trägt. Aber langfristig wird das natürlich die Probleme nicht lösen. Eine zweite Phase setzt ab Mitte 2020 an, mit Blick auf die konjunkturelle Erholung. In einer dritten, langfristigen Phase geht es schließlich darum, die Resilienz der EU zu stärken. Wenn wir schon Krisen nicht vermeiden können, wie können wir eigentlich Unternehmen, Privatpersonen, aber auch ganze Volkswirtschaften, wie können wir die resilienter machen gegen diese Krisenereignisse, dass sie gut verarbeiten? Die Bundestagsabgeordnete Dr. Franziska Brandner betonte, dass es in der Krise auf europäische Solidarität ankomme. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Solidarität eben nie eine Einbahnstraße ist, sondern dass wir immer gucken müssen, wer hat gerade welche Anforderungen und ist in einem Bereich vielleicht schwächer, in einem anderen dafür stärker und wie man das gut zusammenbringen kann. Die Grünen-Politikerin lobte auch den Vorstoß von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, den Europäischen Wiederaufbaufonds aufzustocken. Von daher ist es für mich in dieser Situation gerade wirklich eher eine kluge Wirtschaftspolitik, auch im Interesse der deutschen Wirtschaft, als nur eine Frage der Solidarität. Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Fragen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer digital an Dr. Brandner und Professor Heinemann richteten. Die Publikumsfragen waren ja auch sehr gut, etwa wird die Krise dazu führen, dass sich weitere Länder abwenden von der Europäischen Union beispielsweise. All das ist empirischer Forschung zugänglich. Diese zweite Ausgabe des neuen Digitalformats ZEW Live nahm die europäische Dimension der Corona-Krise in den Blick. Mit der Reihe beleuchtet das ZEW unterschiedliche ökonomische Facetten der Pandemie und fördert so den evidenzbasierten Austausch zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und der Öffentlichkeit. Ich bin der Uni Mannheim einfach sehr verbunden. Das ist meine Alma Mater. Ich habe hier promovieren dürfen, habe selber dadurch viel auch mit dem ZEW zu tun gehabt, davon profitieren können als Studierende. Von daher, wenn das ZEW mich anfragt, bin ich da einfach immer gerne auch schon in alter Verbundenheit gerne mit dabei.